wir es ernst? So habe ich mir sie vorgestellt, die Dolomiten. Perfetto. Perfetto. Perfekt. Soll ja mit dem Teufel zugehen, wenn ich das heute nicht hinkriege. Als erstes besorgt sich jetzt jeder einen Neoprenanzug. Also umziehen, Neoprenanzug an, Rettungsweste und Helm. And take your helmet there. Okay. Thank you very much. Thank you. Let's go. Die Dolomiten kennen Sie bestimmt vom Wandern oder vom Wintersport, aber hier gibt es mehr als Berge und das wollen wir Ihnen heute zeigen. Viele Alternativen dazu hier in den Brenta Dolomiten und da kann man die Wanderschuhe auch mal zu Hause lassen und zum Beispiel gegen eine Rettungsweste und einen Helm tauschen. Das mache ich jetzt. Wünschen Sie mir viel Glück, ich wünsche Ihnen viel Spaß und schön, dass Sie dabei sind. Los geht's! Leute, das ist super wichtig. Hakt euch mit den Füßen unten in den Schlaufen ein. Wenn euer Guide das Kommando gibt, vorwärts paddeln, dann sieht das so aus. 1, ziehen, 2, ziehen, stopp, Paddel hoch. Der Fluss, der Noce hier im Val di Sole, der ist übrigens einer der besten und geeignetsten Rafting-Flüsse in ganz Europa mit einem Schwierigkeitsgrad von 3 bis 5. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Es klingt aber gefährlich. Adesso arrivate. Saluta, saluta, say hi. See you later. Bis später. See you on the other side. Ciao, Mika. Endlich geht's los. Tommy, unser Rafting-Guide, hat alles im Blick und lotst uns sicher durch Stromschnellen und vorbei an Hindernissen. Bei einem ersten Stopp steht meine Wassertaufe an. Das ist hier wohl so üblich. Brava. Oh, es ist so kalt! Tommy, das hat jetzt ja schon mega Spaß gemacht bis hierhin. Ich habe schon gemerkt, warum dieser Fluss so gut ist zum Raften. Aber was hat er für Besonderheiten? What's so special about this for rafting? Der Noce ist ein Top-Revier zum Raften, weil er auf ungewöhnlich langer Strecke Stromschnellen hat. In Europa findet man nur wenige Gewässer, wo eine Herausforderung direkt in die nächste übergeht, wo du Stromschnelle auf Stromschnelle hast und der Spaß praktisch nie aufhört. The fun never stops. Forza, forza, vai Nicola. Stop. The rivers classify in Wir unterscheiden Flüsse in 6 Schwierigkeitsgrade. Level 1 ist flaches Gewässer. Bei Level 2 hat man schon kleinere Wellen, etwas Bewegung, mal einen Fels. Level 3 bedeutet, du musst ein Manöver fahren, um durchzukommen. Bei Level 4 gibt es Gefahren auf dem Gewässer, zum Beispiel Sperren, Bäume, Äste, Felsen. Und bei Level 5 hat man die stärksten Stromschnellen, die man befahren kann. Hatten wir mal Level 5? Wir hatten ein 4+. Oh Mann, das hat so viel Spaß gemacht. Das war so schön. High Five. High Five, sehr gut. Das war wirklich der Hammer, vor allem in den Stromschnellen. Bam, bam. Einfach top, kann ich jedem empfehlen. Ich habe mich schon gefragt, was das hier mit den ganzen Beeren soll und den Warnschildern. Aber das ist kein Gag. Hier in der Umgebung, in den Wäldern, gibt es wirklich frei lebende Beeren. Und wenn man die trifft, dann sollte man besser vorbereitet sein.
Also schnüre ich doch noch die Wanderschuhe, um eine geführte Wildnistour in die Berge zu machen. Okay, Wir sind jetzt hier im Adamello Brenta Naturpark. Und der ist der größte in der Provinz Trentino. Bereits vor über 30 Jahren hat man hier damit begonnen, Braunbären wieder anzusiedeln. Vorsicht hier. Davide, hast du eigentlich schon mal einen Bären gesehen hier? Have you ever seen a bear here? Persönlich noch nicht. Personally, okay. Aber ich weiß, dass es hier einige gibt. Okay, how many? Wie viele? Im Naturpark Adamello Brenta sind es so um die 100. Ja. Wow. Wow. Und was mache ich, wenn ich einem begegne bei der Wanderung? What should I do if I meet one? Zuerst einmal, Bären sind nicht an Menschen interessiert. Wenn du einen siehst, bleib einfach stehen und verhalte dich ruhig. Wenn der Bär dich entdeckt, wird er wahrscheinlich einfach weitergehen. And what if I have super nice Würstchen in my backpack? Was ist, wenn ich Würstchen dabei habe oder was anderes zu essen? Es kann schon sein, dass Bären sich für dein Essen interessieren. Wenn du etwas zu essen dabei hast und im Wald übernachten willst, solltest du es immer weit genug entfernt von dir verstauen, zum Beispiel auf einem Baum. Der Naturpark Adamello Brenta ist auch für hervorragende Wanderrouten bekannt. Imposante Berggipfel immer in greifbarer Nähe. Sind das hier jetzt eigentlich die Dolomiten, die wir hier sehen? Are these the Dolomites? Tatsächlich nicht. Sie sind zwar nicht weit weg, nur so knapp 10 Kilometer, aber was wir hier sehen, ist ein Massiv der Presanella. Und das Gestein ist ganz anders als das Dolomitgestein. Diese Berggruppe hier ist vulkanischen Ursprungs. Und die Dolomiten waren früher einmal Muscheln oder Korallen und befanden sich auf dem Meeresboden, also ein völlig anderes Gestein. Yeah, and Dolomite were on the bottom of the sea. So different, completely kind of rock. Bei der geführten Wanderung Into the Wild erfährt man aber nicht nur einiges über Gesteinsarten und Bären, sondern auch, wie man sich im Notfall in der Wildnis versorgen kann. Ganz klar, ein offenes Feuer darf man nicht einfach so im Wald entfachen. Aber unsere Tour endet auf einem Privatgelände. Und Davide ist schließlich Profi. Geräucherter Speck. Zum Glück bleibt es heute nicht bei Würstchen, denn ich habe gehört, die Trentiner Küche, die kann sich richtig sehen lassen. Und am besten schmeckt sie auf den Almhütten. Die heißen hier Refugio. Und wisst ihr was? Das Gute daran ist, da muss man gar nicht unbedingt hochwandern. Buon appetito! Buon appetito! Mit der Gondel geht es jetzt hoch auf gut 1500 Meter auf die Pradell-Hochebene. Und da habe ich dann waschechtes Dolomitgestein vor der Nase. So wie da. Und dann weiter per Sessellift bei Traumwetter. Ich bin jetzt hier im Refugio Montanara und zwar mit Küchenchef Umberto. Umberto, was ist denn eure Spezialität? Heute machen wir Spaghetti di Patata. Spaghetti con Patata? Ja, nein, nicht und Kartoffeln, sondern aus Kartoffeln. Unsere Zutaten sind Steinpilze, Mortandella aus dem Val di Non, dazu geräucherter Ricotta, Butter und Majoran. Der wächst hier oben bei uns in den Bergen. Wie macht ihr das? Das ist die Maschine, mit der wir unsere Kartoffelspaghetti herstellen. Du nimmst eine Kartoffel, klemmst sie hier ein und dann einfach drehen.
Darf ich das mal ausprobieren? Certo, vieni. Klar, komm her. Okay. Giri e tieni Hier la mano lì einklemmen, sotto. die Hand vorne drunter Gira, halten gira, gira, veloce. und drehen. Feste, feste. Sieht einfach aus bei ihm. Perché se io sono mancino, lei è destra. Ist das okay so? Was für eine super Idee. 2 meiner Lieblingsgerichte, Spaghetti und Kartoffeln in einem. So. Gut? Lo buttiamo nell'acqua Die calda. kommen jetzt in kochendes Wasser. E per 3 minuti 3 Minuten bleiben sie da deve drin. bollire lì dentro, ok? Umberto, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Spaghetti aus Kartoffeln zu machen? Una ricetta della nonna. Das ist ein Rezept von meiner Großmutter. Lei la faceva Sie con hat es ein degli bisschen altri anders sughi gemacht, col sugo di mit formaggio anderem e Käse altre und anderen cose. Zutaten. Poi io l'ho Ich habe es dann elaborata, abgewandelt, diciamo, indem ich usando Mortandella aus dem Val di Non genommen habe und Steinpilze aus unseren del Wäldern. nostro bosco. Ich habe das Rezept ein bisschen regional aufgepeppt. Ricercato, diciamo. Ok? Ja. Die ganze Butter No, un altro. Noch ein Stück. und altro? Gut. So? Ora un po'. Genug? Ein bisschen noch? Oh, Steinpilze liebe ich sehr. Was ist Mortandella? Mortandella ist eine geräucherte Salami vom Schwein. Du sagst Stopp. Vai, vai, vai. Weil Italienisch wird immer besser. Ja. Äpfel. Ora un po'. Perfetto, Perfetto. perfetto, basta, basta così. Basta? Nicht zu viel. Jetzt Mettiamo la ricotta. riecht schon richtig schön. Vieni. Ja. Riecht richtig schön nach Rauch. Prego. Ok. Ok. So schnell geht ein typisch Trentiner Gericht. Tipptopp. Ciao. Spaghetti di patate? Con i 2 piatti vuoti. E? 2 piatti vuoti. Genug gearbeitet für heute. Zeit für mein nächstes Wasserabenteuer. Bei Windsurfern ist der Gardasee hier sehr beliebt wegen des steifen Winds, wegen der Ora. Aber die weht auch weiter nördlich, hier am Lago di Molveno. Okay, Simin, da sind wir. Ja? Wir sind bereit für den ersten Wasserkontakt. Aber erst machen wir die Füße richtig. Zack, richtig mit den Schultern zurück. Bisschen mehr nebeneinander. Hier an der Mast. Ja. Weiter so nach vorne mit den Segeln. Ja. Dort das Brett so rumdrehen. Ja. Weg vom Wind. Oder so. Ja. Und dreh das Brett zum Wind. Okay. Und so fährst du geradeaus. Gleich wie beim Fahrrad. Lenke gerade, fährt das Fahrrad gerade. Klingt ja easy. Also rauf aufs Brett. So, beide Hände nach unten. Lass die Arme lang. Das ist so schwierig. Schultern zurück. Mit dem hinteren Arm. Informationen, die ich auch vor 10 Minuten hätte gebrauchen können, sag ich mal, ne? Das soll ja mit dem Teufel zugehen, wenn ich das heute nicht hinkriege. Wenn du schaffst, in der Mitte das Segeln, komm ich mit den anderen Brett zurück. In die Mitte mit den Füßen, Ja, in die Knie, langsam hochdrücken, Segel am Baum greifen, gerade Arme. Baum ist hin. Den Fuß kommt hier. Langsam, langsam. Super. Und los geht's! Lass mal locker die Arme, Schulter. Okay. Schau mal vorne. So, nach ungefähr 5000 Mal ins Wasser fallen,
habe ich dann doch irgendwann den Bogen rausgekriegt. Ah, das macht super viel Spaß und der Wind ist tipptopp hier. Perfekt, um anzufangen. Das Wasser auch 1A mit Neopren, sonst ein bisschen kalt. Aber ich meine, so ein bisschen kaltes Wasser ist ja wie eine Kneipptour, also super für die Schönheit. Und bei dem Thema bleiben wir jetzt auch. Ich habe ja gerade von Schönheit gesprochen und jetzt sind wir bei Eseln angekommen. Wie das zusammenhängt, das erfahre ich jetzt von Nicole und Moira. Ciao. Hallo. Hi, ihr zwei. Ja, was haben denn Esel mit Schönheit zu tun? What's the link between beauty and donkey? Okay. Die Eselsmilch ist sehr gut für die Haut, weil sie Lysozym enthält. Ein Enzym, das gegen Bakterien wirkt und unsere Haut schön weich und zart macht. Eselsmilch ist aber nicht nur gut für die Haut, sondern für den gesamten Organismus. Denn wir können sie auch trinken. Sie kommt der Muttermilch am nächsten. Bereits Poppaea, Frau von Kaiser Nero, und die ägyptische Königin Kleopatra haben in Eselsmilch gebadet, um ihre Haut zu verschönern. Woher kam die Idee, aus Eselmilch Schönheitsprodukte herzustellen? Alles hat damit angefangen, dass mir mein Verlobter einen Esel geschenkt hat. Und ich war direkt begeistert von diesem Tier und seiner außergewöhnlichen Milch. Also haben wir angefangen, Esel zu züchten und Eselsmilch zu produzieren. Zuerst nur für die Ernährung, zum Beispiel für kleine Kinder bei Unverträglichkeit von Kuhmilch. Und dann haben wir beschlossen, auch Pflegeprodukte herzustellen. Also wir haben gelernt, Eselmilch ist gut für die Gesundheit und für die Schönheit und kuschelig sind sie auch noch. Ja, ich habe mich schon verliebt. Wie bei der Kuh. Das ist ja interessant. Die ist nicht so dickflüssig. It's not so thick. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Cheers. Cheers. Ich muss mich da jetzt erst noch mal reinschmecken. Schmeckt aber auch ein bisschen stark, oder? Ein bisschen strong? Ja. Es ist ganz anders als Kuhmilch. Ja, erst denkt man, es schmeckt ein bisschen nach Stall, aber dann hinten raus wie so Milch, die man schon in Cornflakes getunkt hat, beziehungsweise Cornflakes, die man in Milch getunkt hat. Sehr süß. Das riecht auch schon mal gut. Aber ein bisschen viel, ne? Ja, ist zu viel. Viel zu viel. Möchtet ihr auch ein bisschen? Ja, danke. Wir können schon teilen. Ja. Na komm, dann mach ich es mir doch ein bisschen ins Gesicht. Ich fühle es schon, wie ich direkt schöner werde. Wo stellt ihr diese Produkte denn her? Die macht ihr ja nicht hier in der Hütte. Nein, wir haben ein pharmazeutisches Rezept. Und ein medizinisches Team, das uns bei der Produktion in Padua zur Seite steht. Der Trend geht ja ohnehin dazu, sich nochmal auf das Ursprüngliche zu besinnen, in dem Fall auf die alten Ägypter und Kleopatra. Aber um was ganz Ursprüngliches und Traditionelles geht es jetzt auch gleich bei uns. Und zwar einige Kilometer weiter südlich in San Lorenzo in Banale. Wie es heißt, einem der schönsten Dörfer Italiens. Auf meinem Rundgang durch den Ort begleitet mich Dario. Überall verteilt hängen solche Holzkunstwerke. Die sind ja wirklich wunderschön. Darauf sieht man, wie hier in den Bergen Heu gemacht wird. Die Ernte oben an den Hängen, wie man das Gras mäht, einsammelt, zu Ballen formt und dann auf Schlitten runterbringt ins Tal. Wer hat die gemacht? Das hat eine Gruppe von Holzschnittsfreunden gemacht.
bei denen bin ich auch aktiv. Solche Arbeiten machen wir im Winter als Zeitvertreib. Es dauert ungefähr 3 Monate, bis so ein Bild fertig ist. Das heißt, für diese 3 Bilder haben wir 3 Jahre gebraucht. Ich bin Autodidakt. Ich habe mir das meiste selber beigebracht und mir immer wieder Tipps von echten Holzschnitzprofis geholt. Zuerst machst du das hier. Gar nicht so leicht. Richtig? Korrekt? Nicht zu viel. Das war etwas zu viel. Oh, ich krieg's nicht hin, ey. Ich krieg's nicht hin. Das hier ist wirklich die hässlichste Blume der Welt. Wer sich die ins Revers steckt, der muss mich wirklich gern haben. Jetzt sind wir hier in der Werkstatt, da wo die großen Objekte entstehen. Dario ist auch schon ordentlich am Hämmern und am Klöppeln. Dario, woran arbeitest du gerade? Ich schnitze gerade einen Zwerg, einen von den 7 Zwergen. So langsam nimmt er Gestalt an. Bis er da alle 7 zusammen hat, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Ich könnte mich ja schon mal anbieten als Schneewittchen oder als böse Hexe. Fehlt nur noch der Apfel, obwohl davon gibt es hier reichlich, und zwar weiter nördlich im Val di Non. Die Gegend hier wirkt viel weiter als sie rund um Molveno. Vor allem da, wo die Apfelbäume stehen, das ist so eine schöne hügelige Landschaft. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Hier geht es richtig tief runter. Emerio ist Wanderführer im Parco Fluviale Novella und begleitet mich in einen dieser Canyons. Die Felsen, die uns hier umgeben, sind kalkhaltig und gut 100 Millionen Jahre alt. Außerordentlich bröckelig. Während das Gestein, das wir später sehen, je tiefer wir kommen, deutlich älter ist. Da reden wir von über 200 Millionen Jahren. Schwindelfrei sollte man aber besser sein. Was ist das? Das sind Ablagerungen, die wir als Stalaktiten oder Stalagmiten bezeichnen. Die entstehen zum Beispiel in Höhlen, in denen es beständig tropft. Calciumcarbonat wird zu Kalkstein und bildet solche Formen an der Höhlenwand aus. Von ganz unten geht's wieder nach ganz oben. Mitten in die Apfelplantagen. Die hier sind noch ein bisschen kleiner, aber Apfelstrudel gibt's hier rund ums Jahr. Und Andrea zeigt mir jetzt, wie man den macht. So müssen die aussehen für den perfekten Apfelstrudel. Womit fangen wir an, Andrea? How do we start? Zuerst geschmolzene Butter, dann Milch. Ja. Soll ich schon mischen? Ja. Okay. Zucker und Eier. Eine Prise Salz und Hefe. Okay. Jetzt ganz langsam. Sieht aus wie ein Mürbeteig. Ist, glaube ich, ein Mürbeteig. Fertig. Jetzt kommt er in den Kühlschrank.
Andrea, Apfelstrudel gibt es ja überall auf der Welt mittlerweile, aber hier soll ja der beste sein, habe ich gehört. Wie kommt das, dass der hier so eine lange Tradition hat? How comes that there's such a long Apfelstrudel tradition? Bis 1918 haben wir zu Österreich gehört und es gibt hier sehr viele Äpfel. Und in meiner Familie hat man schon immer Strudel gemacht. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater. In Stücke schneiden. So we add sugar. Zu den Äpfeln kommt jetzt Zucker und klein gebröselte Kekse. The scramble of biscuits. Sweet scramble. Then Rosinen, klar. Raisins. Das haben wir in Deutschland zum Beispiel in unserem Apfelstrudel nicht. We don't use this in our Strudel. Hier in Italien machen manche Pinienkerne rein, andere nicht. Und natürlich Zimt. Now we mix. Jetzt gut durchmischen. Das riecht schon richtig schön nach Zimt. Like this. Okay. So, jetzt können wir den Teig ausrollen. Das ist jetzt ein Mürbeteig. Ich kenne vor allem Apfelstrudel mit Blätterteig. I know it with... Nein. Bloß nicht, das ist eine Todsünde im Val di Non. Wirklich? Really? Yeah. Why? Because it's like industrial strudel. Industriell gefertigter Apfelstrudel macht man mit Blätterteig. Wir machen sowas nicht. Und wer es macht, sollte sich nachts besser verstecken. Die müssen wahrscheinlich schön in die Mitte. Das ist der schwierigste Teil. Oh, nicht brechen, nicht brechen. Okay. Und ab in den Ofen. Jetzt bleibt er eine halbe Stunde drin, bei 175 Grad. Okay, dann warten. Wollen wir doch mal sehen, ob der seinem Ruf gerecht wird. Fein. Ganz fluffig und die Äpfel sind perfekt. Aber ich meine, bei dem Ausblick hier, da schmeckt wahrscheinlich alles gut. Der Stausee da unten ist übrigens eigentlich zur Energiegewinnung, aber da kann man noch ganz viele andere Sachen drauf machen. Die Talsperre im Val di Non gehört zu den höchsten in Europa und staut das Wasser des Noce zum Santa Giustina See, einem Lieblingsort von Giorgio Bianchini. Ich wollte meine Passion für Boote an Jugendliche weitergeben. Also habe ich ihnen vorgeschlagen, gemeinsam eins zu bauen. Ich liefere die Entwürfe und helfe ihnen, ihr eigenes Boot fertigzustellen. Sie waren begeistert. Das ist ein sogenanntes Catboat. Das ist sehr breit und deshalb sehr stabil. Eigentlich bin ich von Beruf Chirurg. Das heißt, der Umgang mit Säge und Schrauben ist mir durchaus vertraut. Zuerst habe ich Möbel gebaut. Aber Boote sind sowas Tolles und eine echte Herausforderung. Also habe ich angefangen, Boote zu bauen. Erst eins, dann noch eins und noch eins, ein noch größeres. Und hier bin ich nun. Ja, die sind wirklich schön. They really look good. And professional. Okay, das hier ist noch nicht ganz fertig. Das braucht so 10 Tage. 10 days. So lang. Zum Glück hat Giorgio ja aber nicht nur ein Boot. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Wenn Sie mal hierher verschlägt in die Brenter Dolomiten, egal ob zum Wandern oder für was anderes, ich finde, hier kann man eine Menge machen. Mal mit mehr, mal mit weniger Action. Oder kommen Sie einfach her und gucken sich die tolle Landschaft an. Wir paddeln jetzt noch eine Runde. Bis dann. Ciao. Ciao. Andiamo.